Hallo, also wir werden heute zusammen den Hintergrund bearbeiten. Den Hintergrund möchte ich gerne ähnlich einer Staubwolke mit ein bisschen Effekt drin gestalten. Das heißt, wir brauchen warme Töne, Orange in verschiedenen abgemilderten Phasen, Gelb, Gold, ein bisschen Silber, da Staubpartikel, wenn die rumfliegen, einfach auch diesen Effekt haben. Und vielleicht auch ein bisschen Grau, schauen wir mal. Schade ist halt, dass es auch über die Beine der Trooper machen muss. Und hier kommt ja noch groß 500 Erste hin. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe mir eine Schale fürs Mischen genommen, verschiedene Pinsel. Ihr seht, ich habe zwar total viele zur Auswahl, aber meine Lieblingspinsel sind einfach die allerfeinsten. Was bei Hintergründen aber mehr Sinn macht, ist ein relativ großen Pinsel, der weit gefächert ist, damit man einfach auch Bahnen fahren kann, wie wenn der Wind durchgeht. Dann haben wir verschiedene Schwämme, einen alten Waschlappen, ein bisschen Klopapier, das kann man super einrollen und tupfen. Verschiedene Töne von Farben, alles was man braucht zum Zusammenmischen. Ich habe aber auch, da sind bestimmt die Mädels jetzt begeistert, verschiedene Glitzer, was mittlerweile leider ja echt schwer zu bekommen ist, womit man aber tolle Effekte schaffen kann, die dann auch wirklich viel ausmachen. Dann haben wir noch die im Dunkeln leuchtende Farbe. Die brauchen wir ja auch noch, um andere Akzente zu setzen und eben Brauntöne. So, und jetzt geht's los. Fangen wir mal an. Also mit dem Bild sind wir jetzt erstmal mit dem Hintergrund soweit fertig. Ganz einfach, ich verwechsel ja, oder ja, was heißt verwechseln, wenn ich es sehe, weiß es. Ich verdrehe ja gern die Worte mit Stormtrooper und Clone Trooper. Das hier ist Clone Trooper der 501. Ja, Legion. Deshalb werde ich hier noch hinschreiben 501. Clone Trooper. Ja, einfach ja, um den Hintergrund perfekt anzupassen, habe ich ihn jetzt nochmal ausgeweitet. Wie gesagt, hier kommt noch der Schriftzug hin. Ich habe mir überlegt, dass ich die Schrift natürlich schwarz mache, ein paar Details und das Blau verwende, wo ich auch in der Rüstung hatte, um quasi einen Schatten davon zu produzieren. Ganz fein. Den werde ich dann auch noch mit der Farbe, die im Dunkeln leuchtet, die man aber tagsüber nicht sieht, verzieren. Und mal schauen. Also ich denke, es wird richtig gut. Der Hintergrund ist ja noch lange nicht fertig. Da kommen noch Schichten drauf. Es soll ja
ähnlich wie Tatooine ein Sandplanet sein. Das sieht man noch besser, wenn es nachher getrocknet ist und dementsprechend müssen viele Schichten hin. Ein bisschen schade fand ich, als ich die wunderschönen strahlend weißen Tuber dreckig machen musste mit den Schattierungen. Aber nun ja, eine Rüstung ist nun mal nicht strahlend weiß. So, jetzt lassen wir diese erste Schicht gescheit trocknen und dann geht's los mit den einzelnen Schichten. Also traut euch. Wichtig, was ich euch noch zeigen wollte, ist, gerade an der Hauswand, ich habe einen Pinsel, relativ klein, was sehr gut ist, und mit diesem, jetzt sieht er aus wie Wutz, macht aber nichts, seht ihr das? Vorne sind es maximal noch 3 Haare, da ich eine Spitze gut verwenden kann. Für einen Ansatz gerade in solchen sehr, sehr feinen Ecken ist der perfekt. Und dieses komplette Bild habe ich eigentlich mit diesen beiden Pinseln bearbeitet. Und ja, mit dem großen Pinsel wäre man bestimmt schneller. Aber dementsprechend hat man nachher auch mehr Arbeit. Ganz zum Schluss, wenn die Sandschichten und Ähnliches fertig sind, werden wir auch noch einmal die Tuba neu umranden. Aber es lohnt sich, gerade das macht dann einen Unterschied. Gut, bis
So, ihr Lieben, und jetzt sind wir schon fertig. Wie ihr sehen könnt, der Hintergrund geht leicht in die Rüstung über. Hat mir irgendwie ein bisschen wehgetan, weil ich so mühselig darauf geachtet habe, dass weiß weiß bleibt. Aber wir gehen mal näher ran. Es sieht halt einfach gut aus. Es sieht aus, als ob der Staub rumfliegt. Das ist nicht sauber. Ebenso wie eine Rüstung sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Video gut erkennt, aber die Kupfer- und Goldtöne sind wirklich klasse geworden. Jetzt, wo man direkt vom Bild steht, wirkt es auch noch mal anders. 501. Legion, Legion, wie mein Sohnemann gern sagt. Und natürlich in der Original Star Wars Schrift, au, irgendwas heißt die. Star Wars Fans kennen's. Und ja, schon haben wir das erste Bild soweit fertig, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Wie ihr sehen könnt, das Kabel da oben müssen wir ja noch wegmachen. Bin zufrieden. Wie gesagt, man kann noch mehr Schatten reinbringen, noch detailreichere Hintergründe auswählen. Ich persönlich fand das einfach passend, ohne mich auf den Planet festlegen zu müssen. Ja, und nun kommt unser nächstes großes Projekt, unser wunderhübscher X-Wing. Wenn man so sieht, kann man es noch nicht richtig vorstellen. Aber Leute, es wird ein fantastisches, wirklich sehr schönes Bild. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wie ihr gesehen habt auf den Videos, habe ich sowohl mit Schwämmchen gearbeitet, mit Zewa, mit dem alten Waschlappen, mit dem Putzlappen, beziehungsweise Küchenschwämmchen. Damit lassen sich Farben super einarbeiten, schön vermischen. Die Übergänge werden zarter, die Schatten schöner hervorzuheben. Und ja, bei einer Außenwand ist halt wirklich das Problem, dass man jede Pore schließt. Manchmal springen sie auf, da muss man halt noch mal drüber. Das habt ihr gerade hier im Schwarz relativ gut sehen können, da ich mehrfach drüber bin. Und ja, arbeitet mit Farben, an die ihr erstmal gar nicht euch rantraut. Ich habe zum Beispiel dieses Neon-Orange hier in dem Eck gut einbringen können, hier im Hintergrund. Und das Endergebnis, also ich finde es toll. Mein Männlein, Timo, Dante, also unser Sohn, haben alle gesagt, oh, sieht das gut aus. Und ich finde immer die Reaktion ganz lustig, wenn die Autos hier auf einmal in weniger als Schritttempo vorbeifahren, um zu gucken. Es macht mich einfach glücklich, wenn die Leute so Bilder sehen und sagen, boah, das gefällt mir. Das ist wohl, für mich ist es das schönste Lob. Einfach dieses gefällt mir. Ihr seht, ihr könnt's auch, ihr könnt es und ihr müsst euch einfach nur trauen. Das Endergebnis, ja, wird euch stolz machen, da glaube ich fest dran. Also habt viel Spaß bei eurem Projekt. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen oder vielleicht eigene Bilder, dann könnt ihr die uns gerne in den Kommentaren zeigen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Okay, dann liebe Grüße und bis bald. Tschüss.